Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, das ist ja leider in der aktuellen Corona-Situation nicht selbstverständlich. Und auch aus genau diesem Grund wird es heute ein Video geben, was nicht so actionreich ist und was auch nicht draußen stattfindet. Wir bleiben heute schön zu Hause, denn heute geht es mal um eine Kostenübersicht, um die Unterhaltskosten von so einem Auto. Das haben sich viele von euch gewünscht. Das hier ist mein Auto, ein E500 Coupé der Baureihe W207. Das ist ein 4,7 Liter Biturbo, das heißt, wir reden heute nicht über den Sauger, sondern um explizit diesen Biturbo. Und ja, wie gesagt, viele von euch haben sich das gewünscht und ich werde einfach mal so ein bisschen auflisten, was sich so im Laufe der Monate an Unterhaltskosten angesammelt hat bei so einem Fahrzeug. Und ich denke, das ist für viele von euch interessant. So, wir gehen rein und quatschen mal ein bisschen über die Zahlen. So, Freunde. Dann gucken wir uns die Zahlen jetzt mal so ein bisschen an. Wie gesagt, das ist ein Video, was sich viele von euch gewünscht haben und es ist ja so ein bisschen das Vorurteil, sage ich mal, dass so ein V8 extrem viel kostet oder einem die Haare vom Kopf frisst und leider Gottes kommt das oft von Leuten, die selber noch nie so ein Auto besessen haben. Und deswegen werden wir uns das Ganze jetzt mal angucken, ob das nämlich wirklich so ist. Denn ihr werdet vielleicht überrascht sein, positiv überrascht sein, wie die Unterhaltskosten von so einem Auto wirklich sind. Und deswegen habe ich mir ein paar Notizen hier gemacht über ein paar Kosten, die mich betroffen haben oder die ich zu zahlen hatte, die ihr, wenn ihr Interesse an so einem Auto habt, auch zahlen müsstet. Und ich werde jetzt den Wertverlust zum Beispiel jetzt mal so ein bisschen außen vor lassen, weil das ist ja wirklich bei jedem auch sehr individuell, weil die Autos haben ja jetzt wirklich einen größten Wertverlust hinter sich, sage ich mal. So ein Auto, so ein 500 hat mal neu so um die 80.000, 90.000 Euro gekostet. Im Moment kosten die so irgendwo zwischen 22.000, 25.000 bis hin zu 32.000, 34.000 Euro, wenn ihr zum Beispiel ein EQP Facelift oder so als 500 habt. Auf jeden Fall, das lasse ich mal außen vor, weil das muss ja jeder für sich selber entscheiden, was er da für ein Modell kauft. Aber Wertverlust ist ja jetzt nicht mehr so extrem bei diesen Autos, wenn ihr jetzt einen kauft. Und die erste Position, die ihr zahlen werdet, wenn ihr so ein Auto kauft, ist natürlich die Steuer. Und die Steuer ist eigentlich moderat, finde ich. 292 Euro im Jahr beträgt die Steuer. Und gut, ist halt ein 4,7 Liter Motor. Ich glaube, der 5,5 Liter kostet so 310, 120, irgendwie sowas um den Dreh. Und ja, also ich sag mal, es ist jetzt nicht viel mehr als ein durchschnittlicher 2 Liter oder 2,5 Liter Dieselmotor. Kann man mit leben. Den nächsten Posten, den ich aufgeschrieben habe, ist Benzin. Das ist natürlich ein sehr individueller Posten, weil jeder fährt natürlich unterschiedlich. Bei mir sind es im Schnitt gesehen auf eine Tankfüllung meistens so 12 Liter ungefähr. Das Auto fährt auch mit weniger, also man kann auch sehr moderat damit fahren. Ich blende euch jetzt gleich mal ein Bild ein. Ich bin das Auto auch schon mal mit 7,7 Liter gefahren. Hängt natürlich von eurem Fahrprofil ab, was ihr viel fahrt. Autobahn in der Stadt. In der Stadt können es auch gerne mal 15 Liter sein. Aber das ist ja nun mal etwas, was man weiß, wenn man sich so ein Auto kauft. Ich persönlich tank nur Ultimate. Deswegen liegt so ungefähr eine Tankfüllung bei im Moment so 90 Euro, irgendwas um den Dreh. Und da komme ich in der Regel so ja, 450 Kilometer mit weit mit. Sorry. Und ja, also man muss auch immer das Ganze sehen für das, was es ist. Es ist ein Auto, das 400 PS hat oder über 400 PS hat. Und da denke ich, ist 11 Liter oder 12 Liter oder selbst wenn es 13 Liter sind, eigentlich angemessen. Also wenn man bedenkt, dass auch schon, keine Ahnung, ein 2 Liter Turbomotor auch schon so 10 Liter verbraucht, wenn man da ordentlich mit Kette gibt, finde ich jetzt eigentlich nicht so verkehrt den Verbrauch. Ich meine, generell weiß man das ja, wenn man so ein Auto kauft, dass ein V8 natürlich nicht realistisch gesehen mit 8 Liter gefahren wird. Aber das weiß man halt, ne? Der nächste große Posten, den wir hier haben, ist die Versicherung. Das ist natürlich auch ein Posten in dieser Rechnung, der bei jedem unterschiedlich ist. Bei mir sind es zum Beispiel 660 Euro im Jahr, Vollkasko. Mit, ich glaube, lass mich nicht lügen, 500 Euro Selbstbeteiligung, glaube ich. Irgendwie sowas. Ist eigentlich ziemlich okay, der Preis, finde ich. 660 Euro im Jahr, kann man nicht meckern. Ich bin bei der R&V, falls das jemand interessiert.
Also auch nicht bei irgendeiner Pennerversicherung oder so, sondern schon bei einer namhaften Versicherung. Und also da habe ich schon deutlich teurere Angebote für andere Autos gehabt. Ich hatte einen Golf GTI gehabt, ich hatte einen CLK 320 gehabt und die waren alle teurer als dieses Auto. Das hat natürlich damit zu tun, dass diese Autos nicht so häufig sind, dementsprechend werden die auch nicht so häufig geklaut, werden nicht so viel in Unfälle verwickelt, weil allgemein nicht ganz so viele von diesen Autos gebaut wurden. Und das ist zum Beispiel so eine Überraschung, die man dann erlebt, dass auf einmal so ein Auto mit so viel PS doch relativ günstig in der Versicherung ist. Ich muss dazu sagen, ich fahre auf 20%, deswegen könnt ihr euch ja ungefähr mal ausrechnen bei euren Prozenten, wie viel das dann ungefähr ergibt. Also, wie gesagt, Versicherung 660 Euro im Jahr, absolute Vollkasko mit allen Zusatzoptionen, die man haben kann. Bei mir persönlich, weil ich finde, das ist für das Auto auch noch, also das Auto ist noch so viel wert, dass man da wirklich einen hohen Schutz auch anwenden muss. Also, die nächste Position, die ich habe, sind Ersatzteile. Da hatte ich Gott sei Dank bisher noch nicht ganz so viele Probleme mit. Also das, was ich gemacht habe, waren die Bremsen vorne und 2 Reifen hinten. Und auch da ist das Vorurteil ja immer, dass Mercedes richtig teure Ersatzteilpreise hat. Da muss ich leider sagen, da bin ich ganz anderer Meinung. Abgesehen davon, dass ich selber bei Mercedes arbeite, natürlich kriege ich ein paar Prozente. Aber generell muss ich sagen, die Ersatzteile sind bei Mercedes absolut nicht so teuer wie bei beispielsweise VW, Audi oder BMW. Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel genommen. Ein ganz normaler Golf GTI zum Beispiel. Warum habe ich einen GTI genommen? Lass mich das nur ganz kurz erklären. Das ist nur mal hier, um einen Vergleich zu ziehen. Beim Auto, was so ungefähr 25.000 Euro kostet, ist das Durchschnittsauto einfach, was so ein bisschen sportlicher ist, ein Golf GTI. Deswegen habe ich das jetzt nur mal so als Referenz, als Beispiel für dieses Video herangezogen. Und der Bremsbelag bei einem Golf GTI bzw. Golf R kostet bei VW, also ich rede jetzt nur von Originalteilen, nicht irgendwie Zubehör, weil das wäre jetzt unfair, weil jeder ja da irgendwas anderes nachher kauft im Zubehör. Deswegen beziehe ich mich jetzt nur auf Originalpreise von VW und von Mercedes. Und was ich hier rausgesucht habe, ist der Bremsbelag kostet beim Golf GTI bzw. Golf R 230 Euro. Ja, ich blende euch das mal ein. 230 Euro kostet ein Bremsbelag für einen Golf GTI. Bremsscheibe kostet beim Golf GTI pro Stück 243 Euro. Jetzt weiß ich natürlich nicht, nagelt mich jetzt nicht drauf fest, welches Modell genau, ob Performance oder nicht Performance, habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Auf jeden Fall, ich glaube, das hier war für einen Clubsport, wenn mich nicht alles täuscht, dieser Preis. Also 243 Euro pro Bremsscheibe macht alles zusammen 716 Euro für Bremse vorne bei einem Golf GTI. Ja? Zuzüglich, wenn ihr das bei VW machen lasst, noch Einbaukosten. Ich weiß nicht, wo man da auskommt genau. Ich schätze mal wahrscheinlich irgendwo bei 900 Euro, vielleicht knapp 1000 Euro. Nur für Bremse vorne bei einem VW Golf. Ja? Jetzt sage ich euch, was das Ganze bei Mercedes kostet. Also für den 500er kostet die Bremsscheibe 181 Euro. Das ist eine Bremsscheibe, die eine Teilenummer hat vom C63 AMG, also eine 204er Teilenummer und die, wie gesagt, 181 Euro pro Stück. Und die Bremsbeläge kosten bei Mercedes etwas mehr als bei VW, die kosten 245 Euro oder 250 Euro. Das heißt, wir kommen insgesamt bei Kosten raus von 612 Euro und sind damit gute 100 Euro günstiger als ein Golf GTI bzw. Golf R. Weiß nicht, ob das jetzt so schlecht ist für ein Auto mit über 400 PS. Denke, das ist eigentlich ein ziemlich angemessener Preis. Bremse hinten habe ich jetzt mal nicht verglichen, weil die ist ja sowieso nur alle Jubeljahre fällig. Von daher, ja, muss jeder für sich selber wissen, aber ich finde, das ist ein Preis, den man wirklich annehmen kann. Natürlich muss man auch da sagen, kommen auch Einbaukosten dazu. Ich weiß nicht, wie viele AWs das gibt bei Mercedes. Ich glaube, bei uns kostet ein AW 10, 11, 12 Euro, irgendwie sowas. Also werdet ihr ungefähr beim selben Preis rauskommen wie bei einem Golf. Könnte schlimmer sein.
Nächster Posten bei Instandhaltung waren Reifen. Gut, das ist auch je nachdem, was ihr für eine Felge fahrt natürlich, das ist logisch. Bei mir waren es jetzt in dem Fall ungefähr 150 € pro Reifen. Der Hinterachse ist nicht mehr als bei irgendeinem anderen sportlichen Fahrzeug, sage ich jetzt mal, ja, mit 19 Zoll Felgen. Dementsprechend kann man da jetzt auch nicht meckern. Kommt natürlich auf die Marke an, die bevorzugt. Ihr könnt auch Reifen kaufen für, keine Ahnung, 80 € von Ching Chang Chong oder Reifen von Michelin. Die kosten dann vielleicht auch 250 pro Stück. Aber ich habe jetzt mal so ein gutes Mittelmaß genommen, ein Bridgestone oder ein Pirelli oder sowas. Da seid ihr so ungefähr 150, 160 € pro Stück. Dementsprechend eigentlich ziemlich moderat. Die nächste Position, die ich aufgeschrieben habe, sind Inspektionskosten. Auch da, wie ich gerade schon sagte, ist das Vorurteil ja, dass Mercedes sehr teuer ist. Auch da, wie gesagt, kann ich nur sagen, das ist nicht der Fall. Also sind auch nicht günstig, das will ich jetzt damit nicht sagen. Aber im Gegensatz zu Audi oder VW oder BMW kann man da wirklich absolut nicht sagen. Ich habe für die letzte Inspektion, das war eine große Inspektion ohne Zusatzarbeit, muss man dazu sagen. Ich glaube nur Kombifilter wird gewechselt. Ich glaube sowas wie um die 400 € gezahlt. Kann man auch meiner Meinung nach nicht meckern. Also offiziell bei Mercedes mit Eintrag im digitalen Serviceheft und allem drum und dran. Also auch da sind die Kosten nicht so hoch, wie man das vielleicht erwarten würde und Horrorgeschichten hört von Inspektionen, die 1000, 1200 € kosten oder sonst was. Es mag vielleicht sein, wenn ihr eine richtig, richtig große Inspektion mit allen Zusatzarbeiten habt, dann können die Preise auch mal über 1000 € sein, aber das ist dann auch bei anderen Marken nicht anders. Ja, ich sag mal, bis hin zu 700 € kann das kosten für eine normale Inspektion, wenn jetzt nicht besonders was Großes dran ist. Das sind so die Kosten, die bei mir angefallen sind in der letzten Zeit und wie gesagt, meiner Meinung nach ist das absolut moderat für so ein Auto und ich will euch da auch so ein bisschen zumindest versuchen, die Angst zu nehmen und dass man vielleicht nicht mal auf alles hören sollte, was man so im Internet liest oder hört, weil da einfach auch viele Leute bei sind, die einem da so ein bisschen Angst machen wollen oder alles ein bisschen extrem dramatisieren. Jetzt könnte man natürlich noch reden über irgendwelche Sachen, die anfallen oder die besonders bei diesen Autos anfallen. Aber wo fängt man da an? Ja, also insgesamt sind das sehr robuste Autos, robuste Motoren. Deswegen kann ich dazu jetzt eigentlich nichts sagen. Ich hatte nie irgendwelche Probleme mit dem Auto, gar keine Reparaturen oder sonstiges. Und generell empfehle ich natürlich jedem, etwas Geld mal beiseite zu haben, falls mal irgendwas am Auto ist. Aber bitte lasst euch da nicht verrückt machen von irgendwelchen Reparaturen, die Tausende von Euro kosten oder sonst irgendwas. Es ist einfach, man hört es immer, aber es ist im Endeffekt wirklich so, es sind Einzelfälle. Ja? Also wenn ihr zum Beispiel eine Limousine habt mit Luftfederung, gut, dann ist das halt mal einmal so, dass ihr da mal ein bisschen in die Tasche greifen müsst, dann habt ihr aber auch Ruhe damit. Gott sei Dank, mein Coupé hat keine Luftfederung, deswegen brauche ich mir darum keine Sorgen machen. Aber allgemein, wie gesagt, Leute, macht euch da nicht verrückt. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt mal so einen groben Einblick geben in die Kosten, die so ein Auto verursacht. Und ich denke mal, die sind nicht ganz so schlimm, wie man das befürchtet. Und ja, wie gesagt, Leute, das war das heutige Video. Nicht ganz so spannend, ein bisschen trockene Zahlen, aber viele von euch haben sich dieses Video gewünscht. Im nächsten Video hoffe ich, dass wir wieder ein bisschen mehr Action haben und mal wieder rausgehen können. Leider ist ja im Moment Corona ein bisschen angesagt, deswegen bleiben wir auch hier schön zu Hause. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr habt das ein bisschen informativ gefunden. Und ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund, Freunde. Und wir sehen uns im nächsten Video. Und bis dahin alles Gute. Ciao. Cause a couple of years ago I wasn't eating. Now I watch out for them niggas that scheming. I got me an M when I kept on repeating the love with the sound of that money machine. I'm looking down at my diamonds be gleaming. I got me a coffee each day of the week. Bad bitches call telling me not